ist uns wirklich noch nie passiert. Und im anderen Teil, da liegen wir jetzt und das ist halt das Scheißhaus. Das ist das ehemalige Saunahaus und da können wir halt drin schlafen. Acht Nächte haben wir jetzt in Kuusamo verbracht, haben es uns so richtig gut gelassen. Wir haben zum ersten Mal auf der Reise unsere Unterkunft genommen. Wir haben da eine kleine Küche gehabt, wir haben Platz zum Arbeiten gehabt. Wir sind wieder voller Kräfte und starten jetzt auf die letzten 1000 Kilometer nach Helsinki, wo wir hoffentlich in 2 Wochen ankommen. Und auf diesen 1000 Kilometern sollen wir so allerhand kuriose, aber auch idyllische Schlafplätze in den finnischen Wäldern finden. Mit der Angst vor Bären im Nacken kommen wir auf eine besonders fragwürdige Idee und erzählen euch, wie diese Geschichte ausgegangen ist. Doch zuerst müssen wir unsere Reifen für dieses Abenteuer startklar machen. Wir haben immer so einen kleinen Adapter dabei, der was vom Autoventil, also vom französischen Ventil auf Autoventil geht, weil wir haben Felgen, wo nur französisches Ventil reingeht. Und wenn man zur Tankstelle fährt wie da, ist es super praktisch, den Adapter drauf und dann kann man die Reifen mit dem Kompressor an der Tankstelle aufpuffen. Mit vollgepumpten Reifen machen wir uns auf den Weg zum ersten Lavvo. Lavvos sind finnische Schutzhütten, die allen Menschen im ganzen Land zur freien Nutzung zur Verfügung stehen. Doch weil diese Hütten oft auf Wanderwegen stehen, ist die Anreise mit dem Fahrrad nicht immer einfach. Heute, am ersten Tag nach unserer Pause, lernen wir das auf die harte Tour. Es kommt davon, wenn man 3 Unterhosen zu viel mit hat, weil es das Rad recht schwer. Der Weg zur Schutzhütte führt immer tiefer und tiefer in den Wald. Der kleine Waldweg ist irgendwann zu Ende und wir stehen mitten in einem großen Sumpfgebiet. Shit, irgendwo hinter diesem Sumpf liegt bereits die russische Grenze und im Hinterkopf wissen wir ganz genau, dass wir uns hier mitten in einem Braunbärgebiet befinden. Seit über einer Stunde suchen wir bereits die Schutzhütte, die Sonne geht langsam unter und weit und breit ist keine Menschenseele. Die Stimmung ist extrem angespannt. Ja, wo sind wir jetzt gelandet? Ja, okay, es ist mal schön. Nachdem wir da im Bärengebiet wieder sind, ich glaube, wie viele Kilometer? 2,5 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Ja, ganz nah der Grenze. Und es ist so richtig tiefrotes Bärengebiet auf der Karte. Also wirklich, es gibt einfach viel. Und wir haben jetzt Mitte September, ein paar sind vielleicht schon in Winterruhe, aber nicht alle. Und gerade wenn die halt viel Fressen suchen, kurz vor der Winterruhe, dann sind die halt recht nachtaktiv. Ja, und ich habe jetzt halt ein bisschen Angst gekriegt, wieder mal. Ja, und eigentlich muss man so anfangen. Wir haben uns jetzt einen Weg, ich glaube 1,7 Kilometer, wirklich über so einen richtig argen Wanderweg gebahnt. Ja, war halt richtig zart jetzt her zu einer richtig coolen Lavvo mit einer Feuerstelle, mit ganz viel Feuerholz dabei. Und dann haben wir schon das Bett aufgebaut gehabt im Lavvo, das ist auf einer Seite offen. Und dann sagt der Reini so, soll ich jetzt das Essen auf den Baum aufhängen wegen den Bären? Und ich war so, Bären! Ja, und nachdem hinter dem Lavvo auch noch eine richtig schöne Hütte steht, die ist zu 2 geteilt und im einen Teil ist halt voll mit Holz und im anderen Teil, da liegen wir jetzt und das ist halt das Scheißhaus. Aber wir passen perfekt rein, das war quasi Schicksal und wir haben da keine Tür zu machen, wir sind in einer richtigen Hütte und da kann kein Bär und kein anderes Tier rein. Also nur Krabbelgetier und Würmchen. Ja, aber die sind alle da verstaut in der Box. Also man muss dazu sagen, es ist eine Komposttoilette mit Streu, es ist wirklich sauber. Es ist sauber, ja. Es ist ganz neu, es stinkt überhaupt nicht. Aber trotzdem, es ist halt die Toilette und gehört vielleicht zu den Top 3 der schrägsten
Nächtigungsplätzchen, die wir bis hier gehabt haben. Aber draußen hat es 0 Grad, da drinnen hat es sicher ein paar Grad mehr. Wir sind in einer richtigen Hütte. Nein, ich habe da echt einen guten Schlaf. Ja, nein, das ist das Wichtigste. So, nächster Morgen. Das war das Lavo eigentlich gewesen, wo wir drinnen schlafen wollten. Hoppala. Hoppala, aber wir haben uns für die fancy Toilettenvariante entschieden. Dafür haben wir keinen Bär gehabt und Eine ruhige Nacht. eine ruhige Nacht, sehr ruhige Nacht. Ja. Und heute ist ein wunderschöner Tag. Voll traumhaft gerade. Das blaue Himmel, die Herbstfarben leuchten gerade so. Das ist gewaltig schön da. Die Nacht am Plumpsklo haben wir also gut überstanden. Als wir am Abend in der Dämmerung völlig erschöpft ankamen, war uns gar nicht klar, wie idyllisch dieser Lagerplatz hier gelegen ist. Die Morgensonne bringt die goldgelbernen Herbstfarben zu strahlen und wir kommen in den Genuss purer Abenteurerromantik. Um von diesem abgelegenen Platz wieder wegzukommen, müssen wir den ganzen hart erarbeiteten Weg von gestern auch wieder zurückgehen. Heute, frisch und ausgeschlafen, sehen wir diesen Weg allerdings nicht mehr als unüberwindbare Hürde, sondern widmen unserer Umgebung die volle Aufmerksamkeit. Die riechen so arg, die schaut aus ein bisschen wie Rosmarin oder so, aber es riecht so nach Zitrone, fast so ein bisschen wie so ein künstlicher Duftstoff. Keine Ahnung, was das ist, wächst da überall, haben wir jetzt schon ein paar Mal in Finnland gesehen. Riecht echt voll gut. Vielleicht weiß ja irgendwer von euch, wie die Pflanzen heißt und kannst es sagen und schreibt uns das vielleicht unten in die Kommentare rein. Und plötzlich wird der unüberwindbare Sumpf zu einem großen Spielplatz, den der Herbst in viele Rottöne gedrängt hat. Schon irre, welchen Einfluss der eigene Gemütszustand auf die Wahrnehmung der Umgebung hat. War gestern hier alles furchteinflößend und kräftezerrend, können wir heute diesen Weg mit ganz anderen Augen sehen. Dass uns der Weg aber auch heute viel Energie gekostet hat, merken wir schnell am knurrenden Magen. Es wird Zeit für eine Mittagspause. Wir machen jetzt Mittagspause und haben ausnahmsweise mal super Wetter. Und während der Reini sich ums Essen kümmert, habe ich ein bisschen Zeit, mir Inspirationen zum Reisen zu holen. Und das bringt mich auch schon zum Partner des heutigen Videos, und zwar die Zeitschriften-App Readly. Denn besonders, wenn wir in ein neues Land reisen, dann lese ich mir ein bisschen ein, um einen Überblick zu kriegen, in welche Ecke des Landes wir eigentlich reisen wollen. Dabei können Artikel in diversen Reisemagazinen zur Inspiration dienen und einen guten Überblick verschaffen über das Reiseland. Mit der App Readly kann man auf über 5000 nationale und internationale Zeitschriften zugreifen, die wirklich alle Interessensgebiete abdecken. Von Reisemagazine über Fahrradzeitschriften oder Tageszeitungen, da ist wirklich alles dabei. Es funktioniert quasi wie Spotify, aber eben nur für Zeitschriften. Für alle, die viel mit dem Rad unterwegs sind, so wie wir, ist es einfach praktisch, auf Zeitschriften und Zeitungen digital zugreifen zu können. Man hat kein extra Gewicht dabei und trotzdem immer ausreichend Lesestoff in der Tasche. Außerdem kann man die Magazine downloaden und die App auch im Offline-Modus nutzen. Wenn man also kein Internet hat und abends im Bett liegt, dann hat man trotzdem gemütlich Zeit für Zeitschriften zu lesen. Wenn das für dich jetzt interessant klingt, dann schau doch einfach mal in unserer Videobeschreibung über den Link, kannst du Readly für einen Monat kostenlos testen und falls du aus irgendeinem Grund dann doch nicht taugt, dann kannst du es auch jederzeit kündigen. Also schau gern rein und hol dir auch ein bisschen Inspiration für deine nächste Reise. Wir sind da jetzt bei einer alten Mühle aus dem Jahr 1920. Das ist das ehemalige Saunahaus und da können wir halt drin schlafen, weil das Lavo, wenn man da hinten sieht, diese offene Hütte ist schon vollgerammt mit Holz. Da kann man nicht mehr drin schlafen, aber dafür gibt es eine Hütte wirklich mit geschlossener Türe, was angesichts der Bärenangst super ist. Und ja, das Klo in dem Fall gibt es auch eins, aber ist viel zu klar, da kann man nicht drin schlafen. Nehmen wir lieber die alte Sauna. Also man sieht da kaum was in der Hütte, stockfinster, aber man sieht vielleicht, dass da die paar Bretter sind. Das ist ideal für uns beide zum Draufschlafen. Und diese Steinehaufen, das ist die ehemalige Sauna. Eine sogenannte Smoke Sauna. Also
es gibt keinen Rauchfang nach draußen und demnach wird es ganz schön rauchig vom Feuer im Raum drinnen. Also stellen wir uns eigentlich gar nicht so angenehm vor. Jetzt haben wir gewaschen, wir haben nur Wasser über dem Feuer aufgekocht und haben uns richtig gut waschen können. Und während der Reini jetzt in unserer Hütte das Bett aufbaut, will ich das Feuer bewachen und unser Essen kochen. Es gibt heute Nudeln mit Tomatensauce und ein bisschen am Gemüse. In dem Markt, wo wir da heute waren, in dem Supermarkt, da haben wir fast nichts gekriegt und das ist so die geringste Ausbeute, die wir da jetzt kochen. Aber was wir gekriegt haben, ist Mehl und deswegen mache ich gerade wieder einen Germteig für Steckerlbrot. Am nächsten Tag passiert uns etwas für Finnland sehr Untypisches. Wir haben gerade echt das ärgste Erlebnis gehabt. Wir sind zum Haus zurückgefahren, hat der Hund zu bellen angefangen. Wir wollten nach Wasser fragen, deswegen sind wir zum Haus. Fängt der Hund zum Bellen an, kommt die Hausbewohnerin raus, sieht uns, sagt, no, wir zeigen ja, nein, wir wollen nur Wasser, zeigen ihr die Wasserflaschen. Sie geht rein, Tür zu, weg was. Dann klopfen wir an, kommt wieder raus, sagt na und geht wieder. Was? Also, das ist uns wirklich noch nie passiert. Überall auf der Welt haben wir bis jetzt Wasser gekriegt, weil wir nach Wasser gefragt haben. Und sie hat gerade telefoniert und hat es, glaube ich, einfach nicht gefreut. Hat einfach gesagt, nein. Wir wollten nur Wasser. Jetzt stattdessen hat der Reini da Wasser aus einer alten, versickten Quelle rauszapft, wo ganz viel... Brunnen. Aus einem Brunnen, ja. Das war echt der Wahnsinn jetzt. Augen über Draht. Nein. Am nächsten Morgen ist es bitterkalt. Alles ist gefroren, unsere Taschen sind von einer Eisschicht überzogen und das dreckige Wasser aus dem Brunnen wurde zu Eis. Die Nacht haben wir mit all unserer Kleidung und unserem Daunenschlafsack in einem Lavo gut überstanden. Die Lebensgeister werden allerdings erst wieder durch das allmorgendliche Lagerfeuer geweckt. Würde es in Finnland keine Schutzhütten geben, die so gut instand gehalten werden und wo man immer ausreichend Feuerholz findet, wäre das Radreisen im Herbst schon eine echte Herausforderung. Selbst die Blaubeeren sind am Morgen noch gefroren. Jeden Abend steuern wir eine finnische Schutzhütte an. Wir können uns gar nicht mehr vorstellen, ohne Lagerfeuer schlafen zu gehen oder aufzuwachen. Schließlich ist es unsere einzige und somit wichtigste Wärmequelle. Und übrigens, die Geschichte mit dem Wasser ist uns natürlich nie wieder passiert. Wir haben in Finnland jeden Abend nach Wasser gefragt und haben, wie ihr noch hören werdet, sonst immer die besten Erfahrungen gemacht. War heute mal so ein Traumtag. Echt herrliches Wetter. Es ist fast irgendwie Frühlingsstimmung. In der Früh war es so neblig, war richtig kalt, also es hat auch gefroren. Ja, wir sind halt dann losgefahren und dann war es neblig und es war so eine schöne Stimmung und jetzt hat es aufgerissen, blauer Himmel. Wow, was gibt Schöneres, oder? Als wir heute bei einem älteren Ehepaar anklopfen, um nach Wasser zu fragen, schenken sie uns nicht nur eine Tasche mit Obst, sondern sie flüstern uns auch den Geheimweg zu dieser besonderen Hütte. Hier drinnen haben wir nicht nur viel Platz, sondern mit dem Lagerfeuer können wir den geschlossenen Raum einheizen. Da wird's gleich richtig gemütlich. Die Körperhygiene ist ja immer so ein Thema beim Radreisen. Für uns ist es immer voll wichtig, dass wir eben nicht verschwitzt in den Schlafsack reinschlüpfen. Und speziell da jetzt in Finnland ist das nochmal eine ganz andere Herausforderung, wenn es so kalt ist. Und da wollen wir euch heute mal zeigen, wie wir das da handhaben.
Wasser ist jetzt brennheiß. Wir dann jetzt einen Teil davon in die Flasche und füllen es dann mit kaltem Wasser auf, bis wir die perfekte Mischung zum Duschen haben. Dann ziehen wir uns da herinnen, wo es jetzt mittlerweile dank dem Feuer recht warm geworden ist, aus und laufen raus, tun uns mit dem warmen Wasser abduschen und laufen wieder rein und können uns da dann gemütlich im Warmen wieder anziehen. Und das ist die perfekte Dusche. Wir starten jetzt auf die letzten 350 Kilometer nach Helsinki. Da werden wir ungefähr so in 4 Tagen ankommen. Und dann haben wir wirklich Finnland von Norden bis Süden durchquert. Die letzten Tage vergehen wie im Fluge. 3-mal werden wir von finnischen Familien nach Hause eingeladen und wir kommen in intensiven Kontakt mit den Leuten. Die Kamera lassen wir bei solchen Gelegenheiten meistens aus, um den Moment intensiver wahrnehmen zu können. Es ist so spannend zu sehen, wie sich die Landschaft im Süden Finnlands plötzlich ändert. Während wir die letzten Wochen immer durch einsame, kaum besiedelte Wälder gefahren sind, erreichen wir nun den lebendigeren Teil Finnlands. Zuerst sind es noch Wiesen und Felder und viele kleine Dörfer, bis wir dann vor den Toren Helsinkis stehen. Von Helsinki sind wir extrem positiv überrascht. Die Stadt hat ein traumhaftes Netz an Radwegen, die Natur ist nicht weit weg und wir genießen nach vielen Wochen Wald das urbane Flair. Unser Ziel Helsinki haben wir also nun erreicht. Eigentlich hatten wir vor, hier aufzuhören und in die Winterpause zu gehen. Der Winter kommt schließlich in großen Schritten näher und das macht das Radreisen nicht einfacher. Aber die Winterpause muss wohl noch etwas warten, denn irgendwie zieht es uns doch noch weiter. Und so geht es mit der Fähre in jenes Land, das wir hier oben im Norden Europas noch gar nicht gesehen haben. Aber davon erzählen wir euch im nächsten Video.